Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist. Sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wir sprechen über Psychologie und die Kirche, was das Thema einer Reihe von Sendungen ist, die wir über psychologische Beratung gemacht haben, und darüber, wie sie große Fortschritte innerhalb des evangelikalen Christentums gemacht hat. Und unsere Diskussion stützt sich zum Teil auf die Inhalte, die in der DVD präsentiert werden, die wir unter demselben Titel produziert haben: Psychology and the Church, Critical Questions, Crucial Answers. Nun, Dave, wir haben eine Reihe von Forschungspsychiatern und Psychologen zitiert, die die Methoden und Behauptungen der Praktiker der Psychotherapie unter die Lupe genommen und festgestellt haben, wie wirksam sie sind. Und Tom, sie gehören zu ihnen. Sie überprüfen sich selbst und sie sind desillusioniert worden. Nun, einer dieser Forschungspsychiater, ich werde ihn zitieren, er sagt, dass die Techniken, die von westlichen Psychiatern verwendet werden, mit wenigen Ausnahmen genau auf derselben Ebene liegen, wie die Techniken, die von Medizinmännern verwendet werden. Nun, das ist ein Zitat des Forschungspsychologen E. Fuller Torrey, der einfach sachlich ist. Nun, ich habe hier ein sehr schweres Buch. Für unsere Zuhörer ist das wahrscheinlich ein 5 bis 6 Pfunder, okay? Es ist ein sehr großes Nachschlagewerk. Naja, es ist kein Lehrbuch, aber der Titel des Buches ist The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Es ist wirklich die Bibel der Psychotherapie. Das ist Ausgabe 4 oder die 4. Auflage. Es ist die neueste Ausgabe, Ausgabe 4. Nun, Dave, das ist ein sehr dickes. Es ist die neueste Ausgabe, Ausgabe 4. Und es ist auch ein paar Mal überarbeitet worden. Aber es ist, wie du sehen kannst, ein sehr dickes, sehr beeindruckendes Buch für ein Gebiet, das ein Forschungspsychiater gerade mit Schamanismus verglichen hat. Und sie peilen 2011 an. DSM-5. Also, wie kann man so ein Buch haben, das sich auf wirklich etwas bezieht, das nicht wissenschaftlich ist? Tom, der Herr setzt mich im Flugzeug neben interessante Leute. Und ich saß neben einer, sie war keine Psychiaterin, Psychologin. Und sie kam gerade von der neuesten Tagung. Und sie murmelte nur wütend vor sich hin. Weil, sagt sie, ich jetzt schon wieder ein neues kaufen muss. Ein weiteres DSM. Genau. Und sie sagt, das ist nicht wissenschaftlich. Darüber wird abgestimmt. Nun, lass uns da ein bisschen einsteigen, Dave. Ich habe einige interessante Informationen über das DSM. Aber, Tom, kann ich für einen Moment noch vor das DSM zurückgehen? Klar, denn ich werde 1952 anfangen. Willst du noch weiter zurückgehen als das? Oh, ich gehe weiter zurück als das. Ich weiß nicht, ob das jeder da draußen gehört hat. Ich glaube, ich habe es 1- oder zweimal erwähnt. Oder vielleicht in The Berean Call geschrieben. Aber es gab eine sehr ernste psychiatrische Störung, die durch den Bürgerkrieg geheilt wurde. Sie hieß Drapetomanie. Und sie war damals weit verbreitet. Sie betraf nur eine bestimmte Klasse von Menschen, Sklaven. Und die Symptome, ich meine das jetzt ernst, die Symptome dieser psychiatrischen Störung, dieser geistigen Abweichung, dieser psychischen Störung, waren ein überwältigender Drang, von der Plantage zu fliehen. Und was soll ich sagen, der Bürgerkrieg hat das geheilt. Dave, wir lachen, aber diese klinische Psychologin, neben der du gesessen hast, das ist so ein System, das, weißt du, und dafür entschuldige ich mich nicht. Es ist fast betrügerisch, wirklich. Ist es? Nun, lass uns damit anfangen. Tom, es tut mir leid, dass ich dauernd unterbreche. Aber du hast das Buch und du hast all die Fakten dort drüben. Erinnerst du dich an 1974, das Jahrestreffen dort in San Francisco? Haben wir das überhaupt erwähnt? Wir haben es erwähnt, aber lass uns das hier als Pointe benutzen. Okay, alles klar, okay. Lass uns 1952 anfangen, okay?
denn die Leute werden es nicht glauben, wenn wir gleich damit herausplatzen. Nun, lass uns darauf hinarbeiten. Darum geht's mir. Alles klar. Okay. 1952 hat die American Psychiatric Association wieder dieses Buch herausgegeben, genannt das Diagnostic and Statistical Manual und häufiger einfach DSM genannt. Die erste Ausgabe listete 107 psychische Störungen auf. Denk dran, das ist das Handbuch der psychischen Störungen. Richtig. Richtig. Das ist 1952. Das ist eine ganze Menge. Richtig. Die Liste. Tom, ich unterbreche schon wieder, aber ich erinnere mich, wir sind früher in die Irrenanstalt gegangen. Sie hieß Patton. Ich erinnere mich an den Namen. Und wir sind dorthin gegangen, um Traktate zu verteilen. Und damals hattest du nur eine Diagnose. Du warst verrückt oder du warst es nicht. Aber jedenfalls, Lass mich das für unsere Zuhörer sagen. Schau, wir versuchen nicht, das lächerlich zu machen. Und ganz sicher. es ist schwer, es nicht zu tun, Tom. Ich weiß, das ist es. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Menschen durch Lebensprobleme gehen, Depressionen und so weiter und so fort. Dave, vielleicht wissen einige unserer Zuhörer das nicht. Ich bin besonders mitfühlend gegenüber Menschen, bei denen psychische Krankheiten diagnostiziert werden, weil mein Vater Psychiater war. Ich bin in der psychiatrischen Gemeinschaft aufgewachsen. Ich meine, ich habe mit diesen Leuten gelebt. Es ist also nicht so, dass wir hier nicht empathisch wären. Aber da ist etwas darüber hinaus, das einen fast wütend macht. Nun, ich weiß, es macht dich wütend. Nun, 1968, von 1952 bis 1968 wuchsen die psychischen Störungen auf 182, auf 265 im Jahr 1980, auf 292 im Jahr 1987 und der heutige Stand, basierend auf diesem DSM-4, 374 psychische Störungen. Nun, lass uns ein paar davon herausgreifen, okay? Nun, Tom, sind wir verrückter geworden? Oder hatten wir eine Menge Leute, denen es eigentlich gar nicht so schlecht ging, die herumgelaufen sind und jeder dachte, sie seien normal? Oder ist es so, dass nur diese Typen entscheiden können, wer normal ist und wer nicht? Nun, weißt du, was wir hören? Wir hören, Moment mal, Dave, das Leben wird komplexer. Ich meine, 1952 war alles irgendwie langweilig und öde, oder? Tom, warum erklärst du nicht, warum sie das haben? Weil du keine Versicherungsdeckung bekommst, wenn du nicht da drin bist. Ich denke, das werden Sie an einigen der 374 Punkte sehen, den psychischen Störungen, die dort hineingesetzt werden. Richtig. Und die Ausweitung der Zahl erweitert den Einfluss der Psychiater auf die Gesellschaft. Ich denke, die Leute werden zu diesem Schluss kommen. Dave, zunächst haben wir, lass uns mit der oppositionellen Trotzstörung anfangen. Das ist ODD. Es ist sehr odd. Seltsam. Nun, schauen wir mal. Es betrifft ein Kind oder einen Erwachsenen, der, ich zitiere aus dem Buch, feindseliges Verhalten gegenüber Autoritätspersonen zeigt. Zu den Symptomen gehören, die Beherrschung zu verlieren, mit Erwachsenen zu streiten, absichtlich Dinge zu tun, die andere Menschen ärgern und andere für die eigenen Fehler oder das eigene Fehlverhalten verantwortlich zu machen. Wow! Ich meine, komm schon, Dave, du hattest 4 Kinder, ich hatte 5 Kinder. Hat eines von ihnen irgendetwas davon gezeigt? Nun, natürlich, einige von ihnen, manchmal. Nun, oder am Arbeitsplatz. Hättest du irgendwelche Leute wie das? Das ist eigentlich ziemlich normales, abnormales Verhalten, das man ständig sieht. Aber wir haben es nie eine psychische Störung genannt. Wir haben es einfach genannt, tatsächlich ist es das, was die Bibel das Fleisch nennt. Also sagst du, Dave, dass ODD die Tür öffnen würde, was du vorhin gesagt hast, für viele Menschen, die diese Art von Hilfe brauchen? Ja, ich weiß nicht, ob du da ein Zitat hast, aber wer war es, der sagte, du hast das Recht am Arbeitsplatz, eine wirklich unausstehliche Person zu sein. Wenn du nicht so schlimm bist,
bekommst du keine Rechte. Aber wenn du wirklich extrem bist, dann greifen deine Rechte und sie haben besondere Privilegien für dich. Und dein Arbeitgeber muss besondere Vorkehrungen treffen. Dave, wie du weißt, haben wir in früheren Sendungen, ich meine, wir haben darüber in The Seduction of Christianity geschrieben, über Selbstliebe, Selbstwertgefühl gesprochen. Und wir haben in diesen Sendungen betont, dass der Eckstein der humanistischen Psychologie, aber so ziemlich aller Psychotherapien, das Selbst ist. Nun haben wir ein Problem, Dave, denn das DSM listet die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das ist eine psychische Fehlfunktion bei denen, die ironischerweise ihr Selbstwertgefühl über die von der Psychologie gesetzte Norm hinaus pflegen. Nun, wie hat die Psychologie das Recht, diese Norm festzulegen? Und natürlich haben wir ein grundlegendes Problem mit Selbstwertgefühl, über das wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Nun, in unserer DVD Psychology in the Church, Critical Questions, Crucial Answers haben wir Dr. Martin und Deirdre Bobgan. Wir haben Dr. Tana Dimin und ich gebe dir einfach ein paar Einblicke von ihnen aus der DVD. Deirdre spricht über Schüchternheit. Schüchternheit steht in diesem Buch, dem DSM. Natürlich. Aber sie nennen es soziale Angststörung. Dr. Tana Dimin. Tom, ich sage, Sie sind sehr gut darin, Namen und Etiketten zu erfinden. Ich denke schon. Im Jahr 2004, Dave, das ist aus wieder unserer DVD Psychology in the Church, Crucial Questions, Critical Answers. Dr. Tana Dimin, klinische Psychologin, aber sie hat den Beruf verlassen. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel Manufacturing Victims. Unglaubliches Buch und wir werden wahrscheinlich in unserer nächsten oder übernächsten Sendung darüber sprechen. Jedenfalls sagt sie auf der DVD, im Jahr 2004 gab es eine kanadische Statistikumfrage. Kanada hat eine Umfrage der gesamten kanadischen Bevölkerung gemacht und sie stellten fest, dass 2 Millionen Menschen unter entkräftender Schüchternheit leiden, die jetzt als soziale Angststörung definiert wird. Und sie fährt fort zu sagen, das große Problem dabei, laut den Psychologen sei, dass vielleicht wegen der Schüchternheit eine Person nicht den richtigen Job bekommen hat. Vielleicht hat es ihre Ehe beeinflusst. Ich meine, immer weiter, das ist geworden. Bloße Schüchternheit ist zur Wurzel großer Probleme in ihrem Leben geworden. Nun, natürlich führt das alles zu psychiatrischer Hilfe, Tom, für die Sie eine Gebühr zahlen müssen. Aber Sie zahlen sie nicht wirklich. Die Versicherungsgesellschaft zahlt sie. Der Staat stützt es ab. Und das ist eine Wachstumsbranche. Auf Grundlage dieses Buches bin ich ein bisschen besorgt um dich. Siehst du, wenn eine Person eine antagonistische Haltung gegenüber psychologischer Beratung hat, Richtig. sich weigert, sich einer Therapie zu unterziehen, wird er in diesem Buch als jemand eingestuft, der an Störung der Nichtbefolgung der Behandlung leidet. Richtig. Und das ist Code V15.88. Nun sagen wir, du tauchst auf und du hast dieses Problem in deinem Leben und es wird davon nicht abgedeckt. Nun haben wir ein Problem, Dave. Ein sehr tiefes Problem, weil ich es nicht bezahlen kann. Du kannst es nicht bezahlen. Ich brauche Hilfe von der Versicherung. Du brauchst eine Versicherung. Dave, du bist abgedeckt. Es gibt nicht näher bezeichnete psychische Störung, die wir, weißt du, sie hat eine Nummer und sie kann an deine Versicherung geschickt werden. Nun, das sind gute Nachrichten. Nun, es sind gute, schlechte Nachrichten, Dave. Das sind schlechte Nachrichten. Das alles sind schlechte Nachrichten. Nun, wir unterliegen was? Psychologie. Weißt du, was in der Psychologie normal ist im Grunde, was auch immer der Psychologe sagt. Was abnormal ist, was auch immer der Psychologe vielleicht als abnormal bezeichnet. Und wenn Sie es in ein Buch wie dieses bekommen, ist es abgedeckt. Nun, ich habe dich vorbereitet auf das, was du vorhin sagen wolltest. Wie entscheiden Sie in diesem großen, dicken Buch, wie entscheiden Sie von Anorexia nervosa bis hin zu Z? Ich bin sicher, Sie haben da drin eins für Z. Wie entscheiden Sie diese Dinge, Dave? Nun, Sie entscheiden es natürlich durch eine Abstimmung. Und Sie entscheiden es danach, wie profitabel es sein wird. Aber es gibt auch situationsbedingte Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
oder Entscheidungen, die auf Umständen beruhen. Tom, du erinnerst dich. 1974 hatten sie ihren Jahreskongress in San Francisco. Natürlich ist das so etwas wie das Hauptquartier für homosexuelle Lesben. Sie nennen sich gay. Sie haben ein gutes Wort ruiniert, das wir früher hatten. Aber eine Zeit lang gab es Druck aus der homosexuellen Gemeinschaft. Das DSM hatte es als psychische Störung aufgeführt. Und es gab Druck, es dort herauszubekommen. Tom, du hast die Zahlen vor dir. Ich erinnere mich nicht genau, aber sie haben es geändert. Es gab echten Druck. Und tatsächlich erinnere ich mich, dass mir ein Psychiater, der anwesend war, sagte, die homosexuelle Gemeinschaft würde gewalttätig werden. Erstens würden sie den Strom zu dem Ort abschalten, wo der Kongress stattfand. Genau dort im Hotel. Richtig. Und unter diesem Druck gab es eine weitere Abstimmung. Ich bin sicher, du hast die Zahlen dort. Ich glaube, es waren 5.000 und sowas zu 3.000 und sowas. Es war bei weitem nicht einstimmig. Aber sie änderten die Klassifizierung von was zu was. Tom. Nun, von einem abweichenden, abnormalen Verhalten zu einer sexuellen Präferenz. Richtig. Und dann haben sie es ganz herausgenommen. Richtig. Ich weiß nicht, wie irgendjemand bei aller Fantasie das wissenschaftlich nennen könnte, Dave. Weißt du, wieder bewegen wir uns in den Bereich des Betrugs. Tom, ich werde ein bisschen sarkastisch. Weißt du, was ist mit diesem Schwerkraftding, von dem Sie reden? Nun, lass uns alle Wissenschaftler zusammenholen und darüber abstimmen. Du kannst keine Wissenschaft, wie wir gesagt haben, auf menschliches Verhalten gründen. Und sie versuchen das zu tun. Sie versuchen wissenschaftlich zu sein. Aber das ist keine Wissenschaft. Und Tom, der schlimmste Teil ist, es ist schlimm, erstens, aber fast die ganze Gesellschaft folgt dem wie Schafe, wie Lemminge. Nun, noch etwas, das wir, glaube ich, über Psychologie nicht erwähnt haben, ist, dass dies wirklich ein großartiges Vehikel für den Antichristen ist. Das ist ein Ökumenismus wie kein anderer Ökumenismus. Das ist nicht nur, Religionen zusammenzubringen, aber das tut es. Katholiken und Protestanten sprechen dieselbe psychologische Sprache. Das tun auch Mormonen und Zeugen Jehovas und Buddhisten und Hindus und Muslime. Es ist erstaunlich. Das ist die neue universelle Sprache. Und Dave, es ist eine Religion. Daran besteht kein Zweifel. Sie hat ein Priestertum. Und wie du sagst, die gemeinsame Sprache ist für jeden akzeptabel. Sie basiert auf dem Selbst. Ich meine, all diese Dinge tragen zu dem bei, was du sagst. Ich habe Psychologie oft Satans genialen Meisterstreich genannt. Er hätte sich nichts Besseres ausdenken können. Und ich weiß, das ärgert einige Leute da draußen. Vielleicht haben sie uns schon abgeschaltet. Aber Tom, wir denken uns das nicht aus. Wir geben einfach die Fakten wieder. Nun, du hast dieses DSM und es wächst und wächst und wächst. Wenn ODD, oppositionelle Trotzstörung, wenn das wirklich eine ernste geistige Abweichung, eine psychische Störung wäre, wenn das wirklich die ernste psychische Störung wäre, die Sie jetzt behaupten, warum brauchen Sie dann so lange, um das herauszufinden? Oder ist das einfach etwas Neues? Wow, da fliegen ein paar Keime herum und die Leute bekommen immer mehr psychische Störungen. Allein von diesem Standpunkt aus, Tom, ist das lächerlich. Dave, wir haben diese Sendung begonnen, indem wir über die Fortschritte gesprochen haben, die das in die Kirche hineingemacht hat. Hier ist es leicht, wütend zu werden. Dave, ich schaue mir eine Anzeige an, die im American Psychological Association Monitor geschaltet wurde. Die Anzeige wurde von Pat Robertsons Regent University geschaltet. Die Anzeige beginnt so. Zunächst hast du ein Bild vom DSM mit der Bibel obendrauf. Da steht, in letzter Zeit gute Bücher gelesen, das DSM 4 und die Heilige Bibel gehören zusammen in die Bücherregale jedes zukünftigen Psychologen, der den ganzen Menschen behandeln möchte, Körper, Seele und Geist.
Das ist ungeheuerlich, Dave. Nun, Tom, offenbar sind Psychologen die einzigen, die kompetent sind, Körper, Seele und Geist zu behandeln. Psychologie begann mit einer Verneinung von Seele und Geist. Seele ist nicht körperlich, Geist ist nicht körperlich. Das war das medizinische Modell Freuds. Wir waren Reizreaktionsmechanismen. B.F. Skinners behavioristische Psychologie. Jetzt sind Sie bei Seele und Geist. Was wissen Sie über Geist? Ich würde diese Psychiater gern fragen. Habt ihr einen Abschluss in Spiritualität gemacht? Was meint ihr behandelt Geister? Aber Tom, das Bild zeigt die Bibel oben auf dem DSM. Tatsächlich sollte es umgekehrt sein, weil das DSM die Bibel umgeschrieben hat. Diese Situation, die wir heute haben, christliche Psychologie, so genannt. Übrigens, darüber sollten wir in einer anderen Sendung sprechen. Wer hat das in die Kirche gebracht? Es war Norman Vincent Peale, der im nationalen Radio sagte, du musst nicht wiedergeboren werden. Ich habe ewigen Frieden in einem Shinto-Schrein gefunden. Und Phil Donahue, der ihn damals interviewte, sagte, er war schockiert. Nun, Sie sind ein Geistlicher. Sollten Sie mir nicht sagen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Peale sagte, Jesus Christus ist einer der Wege. Es gibt viele Wege zu Gott. Nun, das ist ein Mann, der dieses ganze Ding in die Kirche gebracht hat. Er begann mit einer psychiatrischen Klinik. Smiley Blandon, der ein freudianischer Psychologe war und einer seiner Ruhmesansprüche war, ich vergesse die genauen Jahre, dass er von Freud selbst 4-mal psychoanalysiert worden war, 3 aufeinanderfolgende Jahre, ich glaube 37, 38 und 39. Ich erinnere mich nicht, aber es ist um diese Zeit. Nun, Tom, gibt dir das nicht großes Vertrauen? Und die ganze evangelikale Kirche hat ihm jahrzehntelang widerstanden. Sie sagten, das ist nicht richtig, du kannst die Psychologie nicht in die Kirche lassen. Und schließlich hat er sich durchgesetzt. Und wir müssen ein bisschen darüber sprechen. Nun, wir bringen es bis heute, Dave. Der einflussreichste Mann in der evangelikalen Kirche ist ohne Zweifel Dr. James Dobson, Psychologe Dr. James Dobson. So stehen wir heute da.